Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Videomagazin und einem neuen kleinen Mini-News-Video. Und wir sitzen hier gerade in Belgien in Ostende am Meer. Vielleicht sieht man es hinter mir ein bisschen, das Meer. Da geht gerade die Sonne unter. Und ich möchte euch kurz ein bisschen abholen. Das ist, ja, diese Situation ist dem geschuldet, dass wir eigentlich nicht so ganz zurück sind von der 360-Grad-Tour und schon wieder ein paar Tage unterwegs sind für neue spannende Videos, um euch abzuholen und echt interessante Sachen zu zeigen. Und nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge, über die wir sprechen müssen, die wichtig und relevant sind und die vielleicht für euch interessant sein könnten. Und es ist ein bisschen kurzfristig, aber es gibt auch noch nicht so viel Information. Aber der Rodelbahn St. Engelmar, das ist ein ziemlich cooler, ich weiß nicht, ob man es Freizeitpark nennen möchte, aber eine ziemlich coole Freizeiteinrichtung im Süden Deutschlands. Und die haben eine verdammt coole Achterbahn von Cira Rides, und zwar den ersten und ich glaube sogar bisher einzigen Rockrunner, also eine Bergachterbahn, die ziemlich lang ist, die ziemlich cool ist. Die haben wir euch sogar schon mal Backstage hier auf dem Kanal gezeigt und die komplette Technik erklärt und was das für eine Achterbahn ist. Der Vogelweide Sepp, wie diese Achterbahn heißt, wird 10 Jahre alt und kommenden Dienstag, beziehungsweise von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche, gibt es etwas Spannendes, Interessantes, Wichtiges und Unterhaltsames. Und zwar wird 24 Stunden lang diese Achterbahn für den guten Zweck gefahren. Die Rodelbahn St. Engelmar zusammen mit 10 Partnern werden das Ganze durchführen und suchen auch noch ein paar Freiwillige zum Kilometer sammeln. Denn jeder gefahrene Kilometer kommt am Ende einem guten Zweck zugute. Es sollen noch mehr Informationen folgen. Wir haben jetzt Donnerstagabend. Ihr seht das am Freitagabend, dieses Video. Und nächste Woche startet das Ganze. Das ist also eine ziemlich spontane Aktion, so dass wir auch noch nicht wissen, ob wir mit am Start sein können oder nicht. Ich fände es schon ziemlich interessant, mal wieder nachts ein paar Runden Achterbahn zu fahren. Also wenn ihr nicht nur aus der Nähe seid, wenn ihr Bock habt, Zeit habt, fahrt auf jeden Fall dahin, guckt euch das Ganze an. Das ist, glaube ich, eine ziemlich spannende, interessante Sache. Und der Rockrunner von Cira Rides ist eine ziemlich coole Achterbahn. Und die Rodelbahn St. Engelmar ist ein ziemlich cooler, ja, wie gesagt, Park, Freizeiteinrichtung, die man auf jeden Fall besuchen sollte. Und da seid ihr jetzt auf jeden Fall informiert. Ihr könnt nicht behaupten, ihr wusstet das Ganze nicht, denn bei Ride Review seid ihr immer up to date. Für viele super spannend ist auch immer Movie Park Germany. Und wir stehen so ein Stück vor der Eröffnung quasi von der neuen Attraktion Journey to the Forbidden Chamber, und das wird die Paramount Pictures lizenzierte Attraktion im Movie Park Germany, und ihr habt die Möglichkeit, zusammen mit der ganzen Familie in ein Filmabenteuer einzutauchen. Movie Magic hieß es mal früher an dieser Stelle im Park quasi, und direkt, wenn ihr in den Park kommt, könnt ihr sofort in ein richtiges Filmstudio-Abenteuer starten, und das auf multidimensionale Art und Weise. Wir werden uns das Ganze selbstverständlich vor Ort anschauen, euch hier auf dem Kanal dann auch zeigen. Deswegen abonniert ihr den Kanal jetzt, um das nicht zu verpassen, um uns zu unterstützen. Euch kostet das nichts, aber für uns ist das schon eine relativ interessante und wichtige Sache. Und das wird auf jeden Fall die neue Attraktion, grob gesagt, im Movie Park Germany. Wir werden da ein bisschen mehr im Detail natürlich drüber sprechen, euch das Ganze zeigen und erklären. Aber wie gesagt, sind wir kurz vor der Eröffnung, dass ihr da schon mal up to date seid und wisst, wie so ein bisschen Stand der Dinge ist. Und eine Sache möchte ich euch in diesen Mini-News auch mit auf den Weg geben. Wir haben letztes Jahr einen Freizeitpark besucht, Niagara Amusement and Water Park oder ähnliches. Amusement Park and Splash World. So, Niagara Amusement Park and Splash World. So hieß dieser Park, der zur IB gehört. Also Indiana Beach ist ein Freizeitpark in den USA. Die haben dann strauchelnde Parks wie den Niagara Amusement Park und einen weiteren in den USA gekauft und haben das Ganze auch nicht so richtig auf die Kette bekommen. Wenn ihr letztes Jahr unseren Vlog da gesehen habt, wenn nicht, guckt euch den auf jeden Fall an. Da lagen auf dem Parkplatz wirklich Klassiker rum, die nicht aufgebaut waren und auseinandergerissen eigentlich auf dem Parkplatz am Vergammeln waren. Also wirklich Hus Park Attractions Klassiker. Da war aus dem Aventurenpark Hellendoorn in den Niederlanden der Topspin einfach hingeschmissen. Ein halb aufgebauter Condor und ähnliches. Also wenn euch das interessiert, checkt den Vlog gerne aus. Ich verlinke den auch in der Endcard. Und dieser Park
öffnet einfach dieses Jahr nicht mehr. Sie hatten vor, wieder normal in die Saison zu starten, und als es jetzt soweit war, hat man gesagt, nee, wir haben so finanzielle Probleme, wir haben zu wenig Gäste gehabt, zu wenig Umsatz, zu wenig Einnahmen, und die Kosten, um überhaupt den Park zu betreiben, geschweige denn die Kosten, um nötige Investitionen zu tätigen, sind so hoch, dass der Park nicht geöffnet werden kann. Und das ist ziemlich krass für so einen großen Park, der auch eine ziemlich wirklich coole Holzachterbahn unter anderem hat, aber der dritte Park, den sie haben, ich vergesse immer den Namen, deswegen nenne ich ihn nicht, weil der geheim wäre, irgendwas mit CH, schlag mich tot. Die haben auch eine Holzachterbahn, die seit 2023 steht und nicht betrieben wird. Und auch unser Besuch in Indiana Beach, da waren wir nämlich auch auf derselben Tour, war jetzt nicht davon gekrönt, dass wir einen Hochglanz-Freizeitpark erlebt hätten. Also irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich so schlecht gelegen ist alles, glaube ich nicht. Oder ob die wirklich so schlecht im Management sind. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, der Niagara Amusement Park and Splash World ist aktuell geschlossen und kann so regulär nicht besucht werden. Man weiß auch nicht, ob der Park wieder öffnen wird oder nicht. Was wohl schon feststehen soll, ist aber, dass zu den Feierlichkeiten am 4. Juli in den USA, die 250 Jahre alt werden, der Park trotzdem das traditionelle Feuerwerk zünden wird. 4. Juli, by the way, ein gutes Stichwort. Spätestens da solltet ihr alle in den Moviepark Germany kommen, denn da werden 30 Jahre Moviepark Germany gefeiert am 4. Juli 2026. Und wir sind da auf jeden Fall auch mit am Start. Das ist ein kleines Update, auf jeden Fall jetzt alles mal für euch hier auf dem Radio YouTube-Kanal. Wir haben morgen wieder das klassische Samstags On-Ride und am Sonntag geht es auch weiter mit der 360-Grad-Tour. Spoiler, ohne Achterbahn, weil jemand keine Achterbahn fahren kann. Mehr dazu am Sonntag um 18 Uhr, und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal oder in Ostende in Belgien am Meer.